wurden um 4:30 vertrieben von unserem Liegeplatz. Muss mir erstmal ein Bild machen. Also wir sind jetzt fest, du brauchst im Moment überhaupt nichts machen. Juhu, wir sind an Land nach mehr als 7 Tagen. Also wer es nicht auf dem Zettel hat, Malta besuchen. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Zettel. Wir wurden um 4:30 vertrieben von unserem Liegeplatz und dann sind wir hierher gefahren, weil wir gucken ja immer auf Navili, wo kein Schwell ist, also keine Welle ist, und hier ist keine Welle. Also das, was ihr hier seht, das täuscht, es ist keine Welle. Wir kennen das ja von letztem Jahr schon, dass die Navili-Vorhersage nicht immer so ganz korrekt ist und auch Windy liegt manchmal daneben. Also laut Windy und laut Navili steht hier kein Schwell und nichts rein und das stimmt so nicht ganz. Und wir haben jetzt den ganzen Morgen versucht, das in den Griff zu kriegen. Also es ist wirklich schon, jetzt ist ruhig. Also das ist jetzt nicht Jammern auf höchstem Niveau, das hier ist jetzt gerade wirklich ruhig. Wenn es so wäre, würden wir bleiben. Wir hatten so ziemlich alles versucht. Wir haben Kettentrick versucht, wir haben Heckanker versucht. Naja, also wir fahren jetzt, wir wollen sowieso ein bisschen Stadt und Malta machen, deswegen fahren wir jetzt nach Valletta. In Valletta hinter Manuel Island gibt es Bojen, die jetzt noch nicht von den Eignern belegt sind, und da wollen wir versuchen, ob wir uns da festmachen können. Es kommt auch ab morgen, übermorgen kommt noch mal wieder ein schöner Starkwind. Lieber wir gehen jetzt nach Valletta, wo es noch ruhig ist, und suchen uns einen Platz. Und falls es dort nicht geht, heute noch eine Ausweichmöglichkeit, als dass wir morgen im beginnenden Starkwind versuchen, irgendwas zu retten, was dann nicht mehr zu retten ist. Gut, also es wird spannend. Außerdem ist mir gestern Abend was auf den kleinen Fußzeh gefallen. Der ist blitzeblau und richtig dick, kann nicht richtig laufen. Also ich falle so ein bisschen aus die nächste Zeit. Ne? Dann ist es umso besser, wenn wir zentral in der Stadt liegen. Probier das mal mit den Segeln. Riesig das Tor. Nimm mal die andere Seite, nimm mal die Seite weg jetzt. Du bist richtig, fahr so weiter. Aufstoppen. Ja, das macht nichts. Du brauchst gar nichts machen. Bleib einfach so.
Motor läuft weiter. Ja, ist alles gut. Muss mir erstmal ein Bild machen. Also wir sind jetzt fest. Du brauchst im Moment überhaupt nichts machen. Du kannst sogar auskuppeln. Weiß nicht so recht. Fahr mal so weiter. Ist alles gut. Fahr mal so weiter. Ne, ich habe keine Lust, mir den Rumpf zu verschrammeln, weißt du? Geh mal bitte zu der schwarzen an Steuerbord dran. Du musst da runter, da runter, da runter. Und ein bisschen vorwärts. Alles gut. Wir haben alles im Griff. Fahr geradeaus, fahr auf 1 Uhr bitte. Auf 1 Uhr, da hoch. Und jetzt bitte aufstoppen. Wir sind fest. Also ich muss gestehen, ich habe uns schlecht vorbereitet. Ich hatte zwar Leinen zurechtgelegt, aber das Dinghy war nicht griffbereit. Und ich habe mich auch mit dem Wind verschätzt. Also wir sind zwar mit dem Heck an die Erstbeste rangegangen, wie ich das auch machen würde. Hauptsache erstmal fest und dann sortieren. Allerdings sind wir gedriftet und zwar auf eine Tonne zu. Und dann haben wir uns nochmal losgeworfen und dann waren wir genauso weit wie vorher. Ich glaube, was man mitnehmen kann, Hauptsache erstmal festmachen und Leerraum haben. Und dann sortieren, Dinghy zu Wasser lassen, Leinen rauslegen und dann kann man nochmal in Ruhe das Boot hin und her ziehen. Wir hatten zum Glück einen freundlichen Schlauchbootfahrer, der gerade seinen Müll wegbringen wollte. Der kannte das schon, der hat uns Hilfe angeboten und dann die Bugleine festgemacht. Aber es war... Ja. War ein bisschen eine kleine Herausforderung. Jetzt schauen wir mal, ob wir gut liegen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ne? Ja. In unserer gewohnten Skepsis. Wir haben eigentlich vor, hier zu bleiben, weil es die nächsten 3 Tage starker Wind wird. Und das bietet sich ja dann an, hier was anzugucken. Du kannst jetzt mal einmal noch, ich habe vorhin gesagt, mein Fuß ist kaputt da. Der ist blau. Der ist blitzeblau, wie man sieht. Ja, das ist aber eher der Aufkleber im Moment. Ja, das ist das Tape. Nein, aber der Fußzeh ist auch blau. So, reicht jetzt. Ist er gebrochen? Nein. Nein, also er lässt sich ganz normal bewegen. Ist alles gut. Das ist ja auch nur der kleine Fußzeh, der ist geprellt. Mir ist ein Holzbrett drauf gefallen. Zum ersten Mal an einer Boje und gleich bei Wind. Wir kamen nicht richtig klar, das Manöver wurde hakelig. Zum Glück war ein Bootsnachbar zur Stelle und hat uns geholfen. Einen Tag später fast die gleiche Szene, nur andersrum. Diesmal war Christoph derjenige, der helfen konnte. Starker Wind, schwieriges Anlegen, aber mit 2 Händen mehr geht's einfach besser. Diese kleinen Momente erinnern uns daran, auf dem Wasser ist man nie ganz allein. Juhu, wir sind an Land nach mehr als 7 Tagen. Ja, wir sind vor 7 Tagen in Sizilien aufgebrochen, waren dann irgendwie 3 Tage in Buchten gelegen und haben eigentlich nichts gemacht. Und jetzt sind wir in Valletta, aber auch schon seit 3 Tagen, oder Sliema, das ist eine Bucht vor Valletta.
und waren jetzt eingeweht. Es war relativ windig und deswegen waren wir auch nicht an Land. Und heute ist so der erste Tag, wo wir auch wieder an Land gehen können. Ja. Und das tut gut. Ja, das tut wirklich gut. Ich bin so ein bisschen traurig, dass ich mit meinem kaputten Fuß, dass ich wirklich so wenig laufen kann. Wir haben es jetzt echt nicht weit geschafft und müssen schon wieder umdrehen, weil mein Fuß nicht mitmacht. Der braucht schon wieder ein bisschen Ruhe. Ja, ja, aber lieber langsam und Ja. bevor wir ihn jetzt überanstrengen. Genau. Jetzt waren wir 2 Stunden an Land, das ist doch schon mal gut. Wir sitzen hier noch ein bisschen im Schatten. Das ist toll hier. Ja. Also ich mag Malta. Ja, wirklich toll. In Sizilien kam ich mir immer so unhöflich vor, weil ich kein Italienisch kann. Und hier sprechen halt alle Englisch. Es ist angenehm, die Leute zu verstehen und reden zu können. Wobei, wenn die Leute hier anfangen, Maltesisch zu reden, dann ist auch Schluss, dann ist Schluss. Also dann ist noch mehr Schluss, als in Italien Schluss ist. Das ist so eine interessante Sprache. Das ist so eine Mischung aus Italienisch, Arabisch, Türkisch, keine Ahnung, was da noch alles mit drin sitzt. Und das ist so, also es ist nichts zu verstehen, wirklich null. Also Hallo heißt Merhaba, wie im Türkischen. Und Danke heißt Grazie, wie im Italienischen. Ja. Oder so ähnlich wie im Italienischen. Ja, schön Multikulti. Ich mag Ja. das total gerne, Ja. wenn sich so viele Kulturen noch Ja, aufeinandertreffen. ja. Also auch architektonisch super spannend. Und Valletta wird bestimmt noch mal spannender mit den Das wird sehr historischen spannend. Das Ja, Mhm. da freue ich mich. Und die ganzen archäologischen Stätten haben wir ja auch noch nicht gesehen. Eigentlich könnten wir den ganzen Sommer hier Ja. bleiben. Das ist eine Insel zum Wiederkommen. Sliema fühlt sich an wie zwei Welten auf einmal. Hinter uns Hochhäuser, Verkehr, Cafés. Vor uns das offene Meer. Und irgendwo dazwischen schaukeln wir an der Boje. Früher war Sliema nur ein Fischerdorf. Heute ist es ein Schmelztiegel. Laut, lebendig, ein bisschen überdreht. Und doch finden wir hier unsere kleine Blase aus Ruhe. Um uns Boote, Schwell, Bojen und das Gefühl, für einen Moment angekommen zu sein. Es war einer dieser Abende, an denen man einfach nur staunt. Der Himmel über Malta wurde zur Bühne und das Meer zu unserem Logenplatz. Beim internationalen Feuerwerksfestival tanzen Farben zur Musik, explodieren Formen über der Stadt. Und wir sitzen auf dem Boot, schauen in den Himmel und irgendwas in uns wird ganz ruhig.
Malta. Winzig auf der Weltkarte, aber mit einer Geschichte, die weit zurückreicht. Seit über 7000 Jahren ist diese Insel bewohnt. Die Tempelanlagen aus der Steinzeit sind älter als die Pyramiden. Dann kamen die Phönizier, Römer, Araber, Normannen und schließlich die Johanniter, besser genannt als Malteserorden. Unter ihnen wurde Malta zur Festung im Mittelmeer. Später kam Napoleon und die Briten. Und erst 1964 wurde Malta unabhängig. Heute ist es ein EU-Land mit einem ganz eigenen Rhythmus und einer eigenen Sprache. Sonntagmittag Valletta. Kleiner Tipp, keine besonders gute Idee. Wenn ihr die Möglichkeit habt, an einem anderen Tag hierher zu kommen, macht das mal. Wir sind jetzt in der Altstadt und das ist irre, das ist groß. Also dieses Fort ist groß, diese Zitadelle, also deutlich größer als gedacht. Ja. Allein schon das Fort, also die ganzen Verteidigungsanlagen, bis man überhaupt drinnen ist, das ist schon gigantisch. Wir sind da nur mit dem Bus durchgefahren, aber ich weiß nicht, wie weit das ist, 1 Kilometer vielleicht. Das ist absolut irre. Und dann kommt ja in die innere Befestigungsanlage, durch die wir gerade durchgelaufen sind, die ist ja auch schon irre, also mit Gräben, die sind 20 Meter tief und 20 Meter breit. Und wir sind gerade 100 Meter in der Altstadt drin und sind total überfordert, was es hier alles zu sehen gibt. Wir schauen uns ein bisschen um. Und mittendrin Valletta, die kleinste Hauptstadt Europas, aber voller Geschichte. Nach der großen Türkenbelagerung 1565 gründete der Malteserorden diese Stadt als Bollwerk gegen weitere Angriffe. In nur wenigen Jahrzehnten entstand eine Stadt mit Palästen, Bastionen und einer der beeindruckendsten Kathedralen des Mittelmeers. Heute ist Valletta UNESCO-Welterbe und ein Labyrinth aus Geschichte, Cafés und kleinen Entdeckungen. Zum Beispiel der vermutlich erste Plattenladen der Welt, ein kleines Geschäft in einer unscheinbaren Seitenstraße. Mit einem Schild, das Musikgeschichte geschrieben hat. Genau solche Dinge lieben wir an Valletta. Zwischen all den Mauern, Festungen und Geschichten findet man immer wieder ein Lächeln in der Gegenwart. Wir haben uns in die Seitenstraße verdrückt, weil hier ist nichts los. Es ist alles zu. Bis auf da oben sind so ein paar Restaurants. Für mich war das gerade Spießrutenlauf. Christoph hat Hunger. Und das hat echt lecker gerochen, da lecker nach Pizza. Es gibt sehr, sehr viele italienische Läden hier, also Restaurants. Tatsächlich viel Pizza und sowas, Trattorias. Die Läden ansonsten ist alles Englisch. Und die Häuser sind so, ja, so spanisch-südeuropäisch. Ich finde das faszinierend. Also ich bin irritiert von vielen Dingen hier, also auf Malta. Ist cool, gefällt mir. Also wer es nicht auf dem Zettel hat, Malta besuchen. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Zettel, aber ich glaube, ich bin der Einzige, was ich so mitgekriegt habe. Ja, der Abstecher hat sich gelohnt, ne? Ja, auf jeden Fall. Siehst du? Kommen wir wieder her. Ich glaube, das ist der lokale Porsche Club, der hier einen Ausflug gemacht hat. Das ist echt irre. Ein schöneres Auto nach dem anderen. Geht euch das auch so? Ihr geht in der Altstadt und habt irgendwie für euch im Kopf, da bin ich alleine? Ich weiß, das ist Blödsinn, aber mir geht es jedes Mal so. Ich bin jedes Mal erschlagen, wenn ich die ganzen Menschenmassen da sehe. Und ich bin ja ein Teil dieser Menschenmassen. Es war schön. Ja,
Valletta ist schön. Mir ist zu wenig normales Leben in der Stadt. Also auch wenn die Läden, klar, es ist Sonntag, die Läden haben alle geschlossen. Aber auch wenn die Läden aufhaben, es wohnt niemand in dem Bereich. Also das ist so ein bisschen wie, weißt du, hier Hamburg City. Da wohnen auch ganz wenige Menschen und es ist alles irgendwie nur Geschäfte und Büros und sowas. Und so ist das hier auch. Und ich mag lieber Gegenden, wo auch Menschen leben. Das kann trotzdem touristisch sein, aber ja, das fehlt mir hier so ein bisschen. Mir ist aufgefallen, dass die Bebauung sehr einheitlich ist, was sehr schön ist, aber auf der anderen Seite, wenn du eine Straße runtergegangen bist und in die nächste einbiegst, dann hast du einen Eindruck, das habe ich doch gerade schon gesehen. Also die Erker haben eine andere Farbe und sehen ein bisschen anders aus, aber es ist doch ein Stil. Das imposante Gebäude sind das hier, groß, hoch, also sei es jetzt das Fort, die Zitadelle oder die Häuser, ist alles hoch, alles groß. Das ist schon imposant. Ja. Also mich hat wirklich am allermeisten die Zitadelle fasziniert, auch hier hinter uns, egal welche Landspitze man sich anguckt, es ist immer eine Mauer und immer eine Befestigung drauf und das finde ich schon echt faszinierend. Gut, und jetzt gehen wir nach Hause, dass ich meinen kaputten Fuß wieder hochlegen kann, ne? Und einen Kaffee kriegst. Und einen Kaffee.